Im Dorf Guanli, das in der Provinz Shandong liegt, stießen Archäologen auf einen Abschnitt einer Mauer, der das Verständnis von der Geschichte der großen chinesischen Mauer buchstäblich auf den Kopf stellte. Bei tiefgehenden Ausgrabungen an der vermuteten alten Verteidigungslinie wurden Überreste von Befestigungen entdeckt, deren Alter nach Einschätzung der Wissenschaftler das der bisher bekannten Abschnitte um mehrere Jahrhunderte übersteigt. Die Radiokohlenstoffanalyse von Holzresten und die optisch stimulierte Lumineszenz bestätigten, die gefundenen Bauwerke könnten bereits in der Zeit der westlichen Zhou, also etwa zwischen 1406 und 800 vor Christus, errichtet worden sein. Das bedeutet, dass die Große Mauer in der Form, wie wir sie kennen, viel früher begann als bisher angenommen. Doch die eigentliche Offenbarung war nicht nur das. Unter der Mauer entdeckten Archäologen Überreste von Gebäuden, eingetiefte Wohnstätten, Gruben mit Holzkohle und Keramikscherben. Alles deutete darauf hin, dass unter dem Schutz der Mauer einst reges Leben herrschte. Es handelte sich nicht nur um Befestigungen, sondern um einen Teil der Infrastruktur. Wissenschaftler begannen ernsthaft über eine mögliche Neuzusammenstellung der historischen Chronologie zu sprechen. Was verbirgt die staubige chinesische Landschaft noch? Eine Frage, auf die nun Dutzende von Forschergruppen weltweit eine Antwort suchen. Das in Shandong gefundene Mauerfragment ist möglicherweise mehr als 300 Jahre älter als die berühmten Abschnitte im Nordwesten Chinas. Diese Entdeckung wurde durch eine groß angelegte archäologische Expedition ermöglicht, die ein Gebiet von über 1100 Quadratmetern untersuchte. Das Objekt, das sich als Teil der großen Mauer des Staates Qi herausstellte, war nicht nur älter als in den Chroniken angenommen, sondern eröffnete auch ein neues Kapitel im Verständnis der Verteidigungsstrategie des alten China. In den frühen Phasen bestand die Mauer aus einem festgestampften Erdwall mit Abschnitten, die durch Steine verstärkt waren. In späteren Perioden begannen die Baumeister, komplexere Technologien zu verwenden, erweiterte Abschnitte, Drainagesysteme und sogar metallene Verbindungselemente. Die Breite einzelner Fragmente erreichte fast 30 Yards. Dies weist darauf hin, dass es sich nicht nur um eine Verteidigungsmaßnahme, sondern um ingenieurtechnisches Denken handelt, das sich über Jahrhunderte entwickelte. Wissenschaftler sind der Ansicht, dass derart frühe Befestigungsbauten eine Reaktion auf ständige Überfälle und Bedrohungen durch nomadische Stämme gewesen sein könnten. Diese Funde führen zu Kontroversen unter Historikern. Hat die chinesische Zivilisation tatsächlich früher als bisher angenommen damit begonnen, systematisch Verteidigungslinien zu errichten? Oder handelt es sich um einen einzigartigen Fall in einer bestimmten Region? Eine der erstaunlichsten Entdeckungen, die in der Nähe eines alten Abschnitts der Großen Mauer gemacht wurden, waren Spuren von Siedlungen, die offenbar schon vor Beginn des groß angelegten Baus existierten. Archäologen entdeckten Überreste von halbunterirdischen Behausungen, vertieften Gruben mit quadratischen Grundflächen und abgerundeten Ecken. Dieser Bautyp ist typisch für die Epoche der westlichen Zhou-Dynastie und wurde zuvor hauptsächlich in den zentralen Regionen Chinas gefunden. In der Nähe wurden Fragmente alter Straßen, Kohlegruben, Spuren von Feuerstellen und zahlreiche Keramikscherben entdeckt. All dies zeugt von einer dauerhaften menschlichen Präsenz und nicht von temporären Militärlagern. Etwa eine Meile nördlich lokalisierten Archäologen die möglichen Grenzen der antiken Stadt Pinyin, die in Texten als wichtiger Knotenpunkt an der Grenze von Qi erwähnt wird. Diese Funde veranlassen dazu, die Rolle der Mauer neu zu betrachten. Möglicherweise wurde sie nicht isoliert errichtet, sondern im Rahmen einer groß angelegten Infrastruktur, die Siedlungen, Lagerhäuser, Straßen und Versorgungspunkte umfasste. Die Mauer ist in einem solchen Kontext nicht einfach ein Hindernis, sondern ein Element des wirtschaftlichen und politischen Systems, das nicht nur das Militär, sondern auch die Zivilbevölkerung umfasst. Die Altersbestimmung solch alter Bauwerke erfordert den Einsatz der zuverlässigsten Technologien. Die Wissenschaftler verwendeten eine Kombination von Methoden, Radiokohlenstoffdatierung von Holzresten sowie optisch stimulierte Lumineszenz. Mit dieser Methode lässt sich feststellen, wann die Bodenpartikel zuletzt dem Licht ausgesetzt waren, also im Grunde, wann sie vergraben wurden. Die Kombination dieser Daten mit dem archäologischen Kontext, der Tiefe der Schichten, der Stratigraphie und dem Vorhandensein von Artefakten ermöglicht es, die Chronologie ziemlich genau zu bestimmen. Im Fall der Qi-Mauer wurde mindestens eine vierphasige Struktur identifiziert, von den frühesten Wällen bis hin zu modernisierten steinernen Befestigungen. Jede Erdschicht ist wie eine Seite der Geschichte, auf der man Zeiten des Friedens und des Krieges, der Rekonstruktionen und des Niedergangs ablesen kann. Wissenschaftler achten außerdem auf die geochemische Analyse. Die Veränderung der Bodenbeschaffenheit ermöglicht es zu verstehen, ob er für die Landwirtschaft genutzt wurde, ob er Brände, Überschwemmungen oder andere Katastrophen durchlebt hat. Im Fall des neuen Mauerabschnitts ist deutlich zu erkennen, dieses Land hat mehr als eine Generation von Bauleuten und Soldaten erlebt.
Archäologie wird hier nicht nur zur Wissenschaft, sondern zu einer Möglichkeit, den Atem der Jahrhunderte zu belauschen. Die historischen Chroniken Chinas sind eine unschätzbare Informationsquelle, aber auch sie erzählen nicht immer die ganze Wahrheit. Die in der Zeit von Qi errichteten Mauern werden in den offiziellen Texten der Zhou, Qin und sogar Han-Dynastie nicht erwähnt. Die meisten Chroniken richten ihre Aufmerksamkeit auf spätere Abschnitte, insbesondere auf jene, die unter dem ersten Kaiser Qin Shi Huang erbaut wurden. Lokale Texte, die in den Regionen Shandong und Hebei gefunden wurden, berichten jedoch von Wällen und Umzäunungen, die angeblich noch vor der Vereinigung Chinas errichtet wurden. Lange Zeit galten diese Erwähnungen als Legenden oder als Fehler der Abschreiber. Neue Ausgrabungen zwingen buchstäblich dazu, diese Sichtweise zu überdenken. Jetzt beginnen Historiker, die Texte mit den geografischen Koordinaten der entdeckten Fragmente abzugleichen und rekonstruieren so vergessene Routen und Verteidigungslinien. Das ist ein Beispiel dafür, wie Archäologie und Textwissenschaft zusammenarbeiten können. Die eine gräbt in der Erde, die andere in vergessenen Seiten. Und je tiefer man gräbt, desto klarer wird alles. Auf den ersten Blick ist die Große Mauer einfach nur eine lange Steinlinie. Doch wenn man genauer hinsieht, wird klar, vor uns liegt ein sorgfältig durchdachtes Verteidigungssystem. Neben der Mauer selbst untersuchen Archäologen auch die Türme, die in bestimmten Abständen errichtet wurden. Diese Bauwerke ermöglichten es, das Gelände zu überwachen, Aufklärung zu betreiben und vor allem Signale zu übermitteln. Das Signalsystem umfasste Rauch, Fackeln und Spiegel. An einigen Stellen wurden Kanäle gefunden, die zur Übermittlung von Nachrichten gedient haben könnten. Rauch am Tag und Feuer in der Nacht ermöglichten es, die nächstgelegenen Garnisonen sofort über das Herannahen des Feindes zu informieren. Solche Signale konnten innerhalb weniger Stunden über Hunderte von Meilen weitergegeben werden. Einige Türme verfügten über versteckte Räume, die für einen Hinterhalt oder als vorübergehender Unterschlupf genutzt werden konnten. Archäologen fanden in den Türmen Tonkrüge mit Lebensmittelvorräten, Waffen und Reparaturwerkzeuge. Sogar die Gestaltung der Türme, Schnitzereien, Darstellungen von Tieren wies darauf hin, dass sie nicht nur militärische Objekte, sondern auch Symbole staatlicher Macht waren. All dies vermittelt das Bild einer Mauer als komplexe Anlage, bei der jedes Detail einem bestimmten Zweck diente und eine eigene Rolle beim Schutz des Imperiums spielte. Mit der Großen Mauer sind Dutzende von Legenden verbunden. Eine der bekanntesten ist die Erzählung von verborgenen unterirdischen Gängen, die von Turm zu Turm oder sogar über die Mauer hinausführen. Der Überlieferung nach wurden diese Tunnel für die geheime Bewegung von Soldaten, zur Lagerung von Waffen oder als Fluchtweg im Falle einer Belagerung genutzt. Einige behaupteten, dass in solchen unterirdischen Räumen die Schätze der Kaiser versteckt seien. Doch archäologische Funde sprechen eine andere Sprache. Kein einziges groß angelegtes Tunnelsystem unter der Mauer wurde wissenschaftlich bestätigt. Ja, an einzelnen Stellen wurden unterirdische Kammern gefunden. Meistens handelte es sich dabei um Gräber oder Vorratsgruben, aber sie waren nicht Teil eines organisierten Systems. Außerdem wäre der Bau langer Tunnel im Gelände, durch das die Mauer verlief, äußerst schwierig gewesen. Steiniger Boden, Erdrutsche und fehlende Belüftung machten solche Bauwerke äußerst riskant. Wissenschaftler sind der Ansicht, dass die Mythen über Tunnel auf verzerrten Erinnerungen, Gerüchten und Fantasien beruhen. Das Interesse an diesem Thema lässt jedoch nicht nach. Vielleicht wird eines Tages ein Durchgang gefunden, der tatsächlich die Existenz einer verborgenen Infrastruktur beweist. Jüngste Entdeckungen in der Provinz Shandong, wo Archäologen einen Abschnitt der Großen Mauer aus der frühen Zeit der westlichen Zhou-Dynastie ausgegraben haben, sorgten für eine wahre Revolution in wissenschaftlichen Kreisen. Bis dahin galt die Annahme, dass der Bau solch groß angelegter Befestigungsanlagen erst unter Qin Shi Huang, dem ersten Kaiser des vereinten China, begann. Doch die Datierung mittels Radiokohlenstoffanalyse und optischer Lumineszenz hat das Alter der Mauer um mehrere Jahrhunderte zurückverlegt. Das ist nicht einfach eine Korrektur von Zahlen, sondern eine grundlegende Überprüfung der zentralen Konzepte in der chinesischen Geschichtsschreibung. Archäologen und Historiker sind nun gezwungen, die Entstehung der frühen Reiche, ihre Militärstrategie und Methoden der Gebietsverwaltung neu zu betrachten. Lehrbücher, Museumsausstellungen und Forschungsprogramme müssen aktualisiert werden. Darüber hinaus beeinflusst die Überprüfung der Datierung auch benachbarte Kulturen, die Interaktion mit nördlichen Stämmen und sogar die Einschätzung des technologischen Niveaus der damaligen Gesellschaft. Die chinesische Geschichte wird dadurch nicht nur tiefer, sondern auch reicher an Details, Widersprüchen und Errungenschaften. Dies ist einer der seltenen Fälle, in denen ein paar Schaufeln Erde ein ganzes Kapitel des nationalen Narrativs verändern können.
Was ist also die große chinesische Mauer? Ein monumentales Bauwerk, ein Schutz vor Barbaren oder etwas noch Größeres? Die Antwort erwies sich als tiefgründiger. Archäologische Daten der letzten Jahre haben gezeigt, dass die Mauer nicht nur ein bloßer Schutzwall war, sondern ein Instrument der Verwaltung, Infrastruktur und Teil des politischen Systems. Sie vereinte Siedlungen, kontrollierte Migration, lenkte Handelswege, sorgte für Sicherheit und erfüllte zugleich eine ideologische Funktion. Sie demonstrierte die Macht des Imperiums. Jeder Turm, jeder Riss im Stein trägt den Abdruck einer Epoche von Entscheidungen, Angst und Hoffnung. Die große Mauer ist nicht einfach nur ein Relikt der Vergangenheit, sondern ein Spiegel, in dem sich die gesamte Geschichte Chinas widerspiegelt. Sie wurde über Jahrhunderte hinweg gebaut. Jeder Herrscher fügte etwas Eigenes hinzu, erweiterte und verstärkte sie. Doch das wahre Wesen der Mauer liegt nicht in ihrer Länge oder Höhe, sondern in der Idee. Sie ist Grenze, Symbol, Herausforderung. Sie trennte und vereinte, machte Angst und gab Zuversicht. Und selbst wenn ein Teil der Mauer zerfällt, bleibt das Wichtigste bestehen, die Erinnerung an die Menschen, die sie gebaut, verteidigt und erforscht haben. Die große Mauer ist eine Erinnerung daran, dass die beständigsten Bauwerke aus dem Wunsch entstehen, Spuren zu hinterlassen, Jahrhunderte zu überdauern und im Gedächtnis zu bleiben.